Die Anforderungen an die Batterien steigen ständig. Mehr Ausstattung in Fahrzeugen, aufwendige Sicherheitssysteme und trotzdem soll die Batterie immer bereit sein. Und natürlich ohne, dass man sich darum kümmert am besten. Was sagst du, Stefan? Ist größer die Lösung für alle Batteriefragen? Mehr Leistung, mehr Kapazität wünscht sich eigentlich jeder. Ja, aber es kommt halt eben immer darauf an, auf das Gleichgewicht im Fahrzeug. Ja, kann ich mir das leisten im Fahrzeug? Es kommt nur das rein, es kommt nur das raus, was man reintut, so rum gesagt, ist klar. Ja, also man muss mal wirklich abwägen, ist es sinnvoll, jetzt eine Nummer größer zu nehmen? Ja, schafft das meine Lichtmaschine? Ja, brauche ich es überhaupt, weil ich irgendwas verändert habe oder nicht? Ja, also man muss sich dann auch gucken, ist es sinnvoll? Ja? Und natürlich, die Einbauverhältnisse spielen eine entscheidende Rolle. Kann ich überhaupt etwas Größeres einbauen? Ja? Sprich, einen größeren Kasten als den vorhandenen Batteriekasten, den wir jetzt gerade haben. Ja, was sagst du, wann sollte man sich mit dem Thema größer denn beschäftigen? Ja, eigentlich beschäftigen die Leute ja nie mit dem Batteriethema, sondern immer erst dann, wenn sie ausgefallen ist. Ja, dann beschäftigt man sich mit dem Kauf einer neuen Batterie. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo man sagt, okay, ich habe im Fahrzeug was verändert. Ja, ich habe einen zusätzlichen Verbraucher eingebaut, ich habe Zubehör eingebaut, vielleicht eine, Warnleuchte, also einen Teufelturm habe ich mir eingebaut in die Anlage als Stereoanlage. Also es gibt Momente, wo man dann darüber nachdenken soll, reicht die Batteriekapazität noch aus? Ja, und da sollte man halt mal ins Batteriefach gucken, was habe ich denn drin und könnte ich was Größeres reinbauen? Ja, was wäre schön, wenn ich das machen könnte. Was gilt es also genau zu beachten? Also erstmal den Platz. Ja, ganz klar, ich muss also gucken, was ist der Platz, was habe ich zur Verfügung, ist der Batteriekasten ausgereizt, ja, kann ich nur die Batteriegröße nehmen, die vorhanden ist. Oder muss ich halt eben, kann ich messen, ja, wenn noch ein bisschen Platz da ist, was ich als Nächstgröße reinmachen könnte. Hierfür haben wir auch ein extra Video für euch vorbereitet zu diesem Thema. Dann ist natürlich die Spannung wichtig, ja, wobei die von Herstellern immer vorgegeben ist. Ja, also ich kann jetzt nicht plötzlich, wenn ich einen 12 Volt Pkw habe, komme ich auf die Idee, mir zwei 12 Volt zusammenzuschalten und 24 Volt rauszubauen, damit ich mehr Kapazität habe. Funktioniert also nicht, das ist vorgegeben. Wenn ich ein Fahrzeug selbst konfiguriere, Kastenbike oder so weiter, habe ich natürlich die Möglichkeit, dann auch mit der Spannung zu spielen. Und die Frage ist, welche Kaltstartleistung brauche ich für das Fahrzeug? Ist die da ist ausreichend oder muss ich eine Stufe höher nehmen? Kaltstartleistung ist an sich immer ein sehr guter Faktor. Je ich mehr habe, habe ich halt eben auch mehr Kraft zur Verfügung, um den Motor zu starten. Was bedeuten denn diese Werte der Kaltstartleistung? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass eine normale 12 Volt Batterie, ich sag mal jetzt mit 70 Ampere, so wie die hier stehen, ja, die sind beide gleich groß, haben aber unterschiedliche Amperestundenzahlen. Die unterscheiden sich jetzt nicht riesig. Hier, die hat 78 Ampere, die hat 74 Ampere im gleichen Kasten, die hat also ein bisschen mehr Kapazität, aber der Kaltstartwert, das heißt, die Kraft, den Strom, den er unter Belastung bringen kann, ist bei der hier wesentlich höher wie jetzt bei der Race Power, in dem Fall bei der 74er. Ist bedingt durch die Bauart, ist halt hier eine größere Kraftreserve, speziell dann, wenn es darum geht, im Kalten zu starten. Weil da wird der Wert interessant. Ja, also Kaltstart ist, wie der Name sagt, sinnvoll, wenn man viel hat. Und dass es bei Kälte dann halt auch ein bisschen besser zur Sache geht. Kapazität. Amperestunden sind grundsätzlich interessant in den neueren Fahrzeugen, weil da sehr viele Verbraucher drin sind, sehr viel Komfortelektronik drin ist. Da brauche ich schon genügend Kapazität, aber noch interessanter halt ganz einfach, wenn ich die Batterie als Verbraucherbatterie nehme. Im Freizeitbereich, beim Boot, ja, vielleicht auch im Gartenhäuschen, da ist die Kapazität wesentlich wichtiger. Die muss dann entsprechend auch entsprechend ausgerechnet sein. Ja. Okay, kannst du uns ein kurzes Beispiel geben oder wie man diese Werte eben berechnet, also eine Berechnungsgrundlage für diese Kapazität? Kann man grob machen, ist also relativ einfach auch. Ich muss einfach nur die Anzahl der Verbraucher mir zusammenrechnen, welche Wattzahl die zusammen haben. Also was weiß ich, die Kaffeemaschine hat 1000 Watt, dann habe ich noch einen Spülautomat und einen PC, der hat nochmal 500 Watt, also das rechne ich zusammen, dann weiß ich die Voltage. 12 oder 24 Volt und somit habe ich im Prinzip auch schon die Ampere, die ich brauche, die ich benötige und dann brauche ich eigentlich nur noch die Zeit, die ich dazu habe. Das heißt, wie lange will ich diese Verbraucher im Maximalfall betreiben? 5, 6, 7, 8, 10 Stunden, das rechne ich aus, dann habe ich die AH
Dann brauche ich natürlich noch eine Sicherheitsreserve, weil ich die Batterie ja nicht zu 100% entladen kann. Da rechne ich einfach 30% dazu und dann habe ich im Groben einfach die Größe der Batterie, die ich dann benötige. Ja, also das ist ein grober Rahmen, aber in der Regel passt das so hin. Okay. Ja, wenn die Maße passen, dann würde ich immer sagen, wir nehmen die höchstmögliche Batterie, also die bestmögliche Ausstattung in der Batterie, sprich was Kapazität und Kaltstart angeht. Damit ist man dann immer auf der sicheren Seite. Wenn ich die Möglichkeit habe, eine größere Batterie zu bauen, von den Kastenmaßen her, dann habe ich automatisch ja auch mehr Leistung und mehr Kaltstartkapazität. Muss aber dann trotzdem auch im Auge behalten, kann die Lichtmaschine das leisten. Ja, also wenn ich jetzt, ich sag mal, eine 74er wie hier habe, kann ich jetzt nicht plötzlich eine 120er einbauen. Wird die Lichtmaschine wahrscheinlich nicht packen, aber eine Nummer größer, sprich eine 80er oder 90er, das ist immer drin. Ja, also eine Nummer größer kann man eigentlich immer gehen. Okay. Ja. Ladezeit und Ladetechnik, falls ich mal nachladen muss, wenn ich jetzt was geändert habe und habe mir ein Ladegerät gekauft für eine 74er Batterie, ja, dann muss ich gucken, ist dieses Ladegerät auch geeignet für die nächstgrößere Generation. Ein 78er mit Sicherheit ist noch drin. Wenn ich aber dann Richtung 90 gehe, dann wird es vielleicht schon eng, dann wird die Ladezeit so lang. Müsste ich halt darüber auch nachdenken. Es stellt sich dann die Frage, geht es hier immer nur um Zahlen? Ja, die Zahlen sind wichtig, ohne Zweifel. Ja, also kleiner soll ich eigentlich nie werden, immer, wenn es geht größer. Ja, aber es muss natürlich auch Sinn ergeben, diese ganze Geschichte. Also beim Motorrad oder Starterbatterien fürs Auto würde ich immer sagen, so groß wie möglich. Ja, und damit ich einfach auf der sicheren Seite bin, weil wir doch sehr viele Verbraucher dranhängen haben, bei Antrieb und Versorgung, sprich im Freizeitbereich oder auch im unabhängigen Stromversorgungsbereich, im Bootsbereich, wo ich also mehr Verbraucher damit antreibe, da sollte es schon richtig errechnet sein. Ja. Also das Pi mal Daumen ist da immer schlecht, weil man in der Regel zu klein liegt. Ja. Zum Abschluss können wir festhalten, größer ist nicht immer die Lösung. Vielen Dank, Stefan. Gerne. Intakt Battery Power. Immer die passende Batterie.